Wir liegen auf dem Rücken, auf der Matte und atmen tiefer und langsamer ein und aus. Wir lassen uns Zeit, auf der Matte anzukommen, hier zu dieser Yoga-Stunde. Alle Gedanken von vorher und alle Gedanken von nachher lassen wir wie ein Gepäckstück außen vor und kommen ganz zum jetzigen Moment. Lassen den Ausatmen noch tiefer gehen, so dass sich dann auch die Einatmung noch mehr und vertiefter einstellt. Wir entspannen auch wieder die Kiefermuskulatur, wir entspannen die Stirn. Lassen Sie die ganze Schwere Ihres Körpers in die Matte sinken. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprada Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Hariom Tatsat. Beginnen Sie nun mit allen Ihren Zehen und den Fingern zu bewegen, zu locken und zu lösen. Gut durchstrecken und auch zusammenballen. Wir bewegen alle 10 Zehen und alle 10 Finger. Und dann beginnen wir die ganzen Füße zu kreisen. Mit den Fußspitzen eine große Kreislinie zeichnen, ganz nach außen und ganz nach innen führen die Zehen. Und dann auch die Hände locker aus den Handgelenken kreisen. Hände und
Füße kreisen. Locker, ruhig. Wir können auch gut die Seiten wechseln. Und dann beenden wir dieses Kreisen und mit der Einatmung nehmen wir die Oberarme seitwärts hoch, dehnen und strecken uns gut durch bis zu den Fersenspitzen nach unten. Und mit der Ausatmung nehmen wir die Arme über den Körper zurück in die Ausgangsposition. Wir wiederholen zweimal. Einatmen über die Seiten, hoch, dehnen und strecken in der Atempause und ausatmen, Arme zurückführen. Und noch ein letztes und drittes Mal. Sehr gut. An dieser Stelle ist es auch immer möglich, ein paar Runden Surya Namaskar, also den Sonnengruß, vorangehen zu lassen. Wir machen diesen in dieser Stunde nicht, aber fühlen Sie sich frei, wenn Sie den ja auch schon selbstständig wunderbar ausführen können, diesen immer wieder an den Beginn der Yogastunde anzufügen. Ansonsten würden wir jetzt auf die Knie und beide Hände gehen, also den Vierfüßerstand machen. Wir schauen, dass die Knie hüftbreit sind, die Hände schulterbreit. Achten Sie darauf, dass der Mittelfinger gerade nach vorne zeigt. Und drehen Sie die Ellbogengelenke nach innen vorne. Und dann drücken wir den ganzen Rücken nach oben und wirklich spüren die ganze Wirbelsäule als eine Rundung. Lassen Sie auch bewusst den Kopf hängen. Ziehen Sie das Steißbein unten ein. Und dann kommen wir sehr langsam von unten her in die entgegengesetzte Stellung. Also wir heben das Steißbein unten, lassen den Beckenrand nach vorne sinken, das heißt den Bauch nach unten kommen, dann auch den Brustkorb nach vorne wölben, den oberen Brustkorb und am Schluss heben wir den Kopf, so dass auch der Nacken in diese konkave Beugung hineinfindet. Am Ende dehnen wir oder wachsen wir auch noch aus den Schultern und lassen wirklich den Rücken in dieser konkaven Position hängen. Spüren Sie gut, wie Sie das Steißbein hinten nach oben drücken. Entschuldigung.
den Brustkorb nach vorne, das Kinn nach oben. Und dann von unten her wieder langsam runden, Steißbein hineinziehen, Beckenrand nach oben bringen, unteren Brustkorb nach oben schieben. Wirbel für Wirbel wechseln wir wieder in die runde Figur und am Schluss lassen wir nochmal den Kopf hängen. Dabei lassen wir den Atem fließen, ganz so, wie das einfach sich zeigt. Wenn Sie dann mit der Zeit auch den Atem mit der Bewegung koordinieren wollen, können Sie das machen, aber bringen Sie jetzt am Anfang Ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese langsame Bewegung von der einen Position in die andere. Und insbesondere die konkave Haltung gut nachspüren, den Brustkorb nach vorne wölben, wenn Sie so weit sind. Und dann wechseln wir noch ein paar Mal. Lassen Sie gleichsam eine Welle Ihre Wirbelsäule sich bewegen. Und wir beenden in der konkaven Haltung. Und mit der nächsten Einatmung dehnen wir den rechten Arm nach vorne, schauen Sie zur rechten Hand und das linke Bein nach hinten. Nehmen Sie die Fußspitzen Richtung Knie, versuchen Sie das Bein aus dem Hüftgelenk zu ziehen und den Arm aus dem Schultergelenk. Versuchen Sie den Rücken nicht allzu rund werden zu lassen und ziehen Sie am Arm und am Bein. Der linke Arm bleibt gestreckt, Ellbogenkehle nach innen vorne drücken. Und mit der Ausatmung kommen wir zurück, machen einmal einen runden Rücken, lassen den Kopf hängen, kommen hinunter auf die Ellbogen, lassen den Kopf hängen, entspannen die Handgelenke. Wir lassen den Atem frei, vielleicht einmal, zweimal durch den Mund abatmen, gut Kopf hängen lassen. Und dann gleich noch die andere Seite. Wir kommen wieder zuerst in die konkave Figur, heben den linken Arm auf Schulterhöhe nach vorne und das rechte Bein
so parallel wie möglich zum Boden, Ferse weg und wir ziehen. Wir behalten den Blick nach vorne zu den Fingerspitzen. Und noch einmal ziehen. Und mit der Ausatmung kommen wir zurück und kommen mit dem Gesäß auf die Fersen, den Kopf vor die Knie. Entspannen Sie die Arme, so wie es Ihnen wohl ist. Und mit der Einatmung kommen wir hoch zum Sitz. Wir nehmen dann eine Sitzhaltung ein mit dem rechten Fuß vorne. Und wiederholen eine Position, die wir oder ähnlich gemacht haben das letzte Mal. Wir nehmen einatmen die Arme hoch, falten die Hände und drehen die Handinnenseite nach oben. Dehnen und strecken den Oberkörper. Und jetzt versuchen wir uns zu erinnern an diese konkave Haltung, die wir vorhin im Vierfüßerstand gemacht haben. Versuchen Sie wirklich den Brustkorb nach vorne zu nehmen, das Kinn hoch, die Arme gestreckt. Wachsen Sie aus dem Becken hoch. Wir drehen dann die Hände, so dass wir die Handballen beieinander haben. Und noch einmal Brustkorb nach vorne, Kinn hoch, Ellbogen strecken. Lassen Sie unten das Gesäß, die Beine so entspannt wie möglich. Und wir dehnen noch einmal die rechte Seite nach oben. Und wir dehnen die linke Seite nach oben. Noch einmal beidseitig auch den Hals, Kinn heben. Und dann lassen wir ausatmen, die Hände sinken. Den Atem freigeben. Wir erinnern uns, dass wir in den Positionen den Mund jeweils geschlossen halten und durch die Nase atmen. Wenn wir aus der Position kommen, atmen wir ab, eventuell mit offenem Mund ein-, zweimal. Wir nehmen jetzt die Hände nach hinten und versuchen die Ellbogen zu fassen. Wieder Brustkorb vorne bringen, den Oberkörper in eine konkave Position nehmen, Kinn hoch. Und mit der Ausatmung drehen wir uns gegen rechts
Und schauen auch ganz rechts nach hinten auf die Wand. Mit der Einatmung wieder in die Mitte zurück. Ausatmen auf die linke Seite, linke Schulter nach hinten, rechte nach vorne, Kinn heben, mit den Augen ganz nach links schauen. Einatmen in die Mitte. Ausatmen, drehen, rechte Seite nach hinten, linke nach vorne, Kinn heben, nach hinten schauen, Augen offen halten. Einatmen in die Mitte. Und so weiter. Mit der Ausatmung in die Drehung kommen. Auch die Augen machen mit. Ausatmen zur Seite. Die Augen bis ganz in die Augenwinkel bringen. Denken Sie daran, konkav zu bleiben von der Idee her. Der Brustkorb nach vorne, den Beckenrand nach vorne, Kinn hoch. Und die letzte Runde. Ausatmen nach der einen Seite. Einatmen zurück. Ausatmen die andere Seite. Einatmen zurück. Und dann lassen wir die Arme wieder nach vorne kommen. Nehmen Sie die Knie hoch und legen Sie sich auf den Rücken und entspannen Sie die Muskulatur. Lassen Sie den Atem frei. Entspannen Sie. Entspannen Sie auch die Gesichtszüge. Mit der nächsten Einatmung nehmen wir die Arme hoch. Vielleicht dehnen und strecken wir uns noch einmal durch. Und dann fassen wir mit den Händen noch einmal die Ellbogen. Und mit der nächsten Einatmung heben wir das rechte Bein nach oben. Ziehen Sie vielleicht ein bisschen das Kinn nach unten
Und bleiben Sie in der Position. Schauen Sie, dass Sie nicht irgendwie nach schräg sind mit dem Becken. Das Becken liegt fest am Boden. Versuchen Sie das Knie so gut wie möglich zu strecken. Ferse nach oben, Zehen nach unten. Und beginnen Sie jetzt gut zu atmen. Das heißt, spüren Sie, wie sich Ihr Brustkorb weitet mit der Einatmung. Und auch der Bauch hebt sich und mit der Ausatmung sinkt die Bauchdecke und der Brustkorb wieder zusammen. Und noch einmal das Knie versuchen zu strecken, Ferse nach oben dehnen. Und mit der folgenden Ausatmung lassen wir das Bein wieder runter und lassen auch die Arme etwas lockerer abatmen. Und wir machen die andere Seite. Wir fassen noch einmal die Ellbogen. Und mit der Einatmung heben wir das linke Bein. Versuchen, Knie durchzustrecken. Ferse nach oben, Zehen nach unten. Das ganze Becken auf dem Boden aufliegen lassen. Der Atem fließt ein und aus und Sie spüren, wie sich der Bauch und der Brustkorb bewegen mit jedem Atemzug. Vielleicht müssen Sie die rechte Gesäßbacke etwas anspannen, wird helfen. Spüren Sie, wie Sie auch die Bauchmuskulatur brauchen, um zu halten. Und noch einmal gut durchstrecken. Gut atmen. Und dann lassen wir los. Und das Bein legen wir zurück und auch die Arme legen wir zurück. Abatmen. Entspannen.
Dann drehen wir uns auf den Bauch. Heben die Füße hoch und fassen die Zehen, das Rist oder die Fußgelenke. Wir heben den Kopf und mit der Ausatmung rollen wir auf die linke Seite, heben das rechte Knie und den Kopf ganz nach hinten und legen uns auf die ganze linke Seite. Mit der Einatmung wieder zurück auf die Matte, mit der Ausatmung auf die rechte Seite. Einatmen, Mitte, ausatmen, linke Seite. Einatmen, Mitte, ausatmen. Sollte das sehr schwierig sein, ist es natürlich auch möglich, am Ende einfach in dieser Stellung zu sein, vielleicht die Hände zu halten und dann auf die Seite. Und so versuchen, in die Stellung zu kommen. Wiederholen Sie noch ein paar Mal. Mit der Ausatmung auf die Seite, mit der Einatmung zurück auf die Matte. Und noch die beiden letzten Male, das heißt jede Seite noch einmal. Und dann beenden wir auf dem Bauch. Lassen Sie die Füße los. Nehmen Sie die Hände unter und neben die Schulter. Und mit der Einatmung stoßen wir hoch und bringen das Gesäß auf die Fersen. Den Kopf wieder nach unten. Nehmen Sie die Arme nach hinten und fassen Sie die Hände hinter den Rücken. Entspannen Sie. Und dann kommen wir langsam die Hände loslassen. Wirbel für Wirbel hoch. Wieder zum Sitzen. Lassen Sie sich Zeit. Wir kommen dann in die Standstellung. Nehmen Sie die weiche Matte weg oder die Decke, sodass Sie auf eine gute Standfläche zu stehen kommen. In eine Grätschstellung.
Wir stehen also in der Grätschstellung und heben auch hier immer gut das Brustbein, die Kehle ist geöffnet, der Hals lang. Wir heben dann der rechte vordere Fuß und lassen den nach rechts vorne gehen. Wir heben die linke Ferse und die Ferse lassen wir nach außen etwas, vielleicht eine Vierteldrehung nach außen gehen, sodass wir uns jetzt im Becken, in den Hüftgelenken nach vorne drehen können zum rechten Fuß. Mit der Einatmung nehmen wir beide Arme hoch, halten die Arme parallel, gestreckt und jetzt spüren wir unsere Fußsohlen. Versuchen Sie, die Zehen fest auf den Boden zu bringen. Versuchen Sie, die Außenkanten der Füße zu spüren, die Kniescheiben gehalten. Und wir erinnern uns an die konkave Position ganz am Anfang der Stunde. Auch hier wieder Brustkorb nach vorne, Kinn hoch, Steißbein hinten hoch. Und dann gehen wir in diese Position nach vorne in Richtung rechter Fuß, bis wir in etwa parallel zum Boden sind. Versuchen Sie, die Arme nach vorne zu strecken, das Kinn nach vorne. Spüren Sie auf der linken Seite die Dehnung, immer noch Zehen und Fußsohlen fest am Boden, Kniescheiben festhaltend. Durch die Nase atmen. Und erst jetzt beginnen wir etwas runder zu werden und vielleicht halten wir am Fußgelenk, vielleicht bringen wir die Hände, Fingerspitzen an den Boden, vielleicht kommen wir mit den ganzen Händen an den Boden. Vielleicht müssen Sie jetzt das rechte Bein etwas beugen. Fühlen Sie sich frei, in eine Position zu kommen, die Ihnen heute und jetzt entspricht. Und dann lassen Sie den Kopf hängen. Atmen Sie, so dass Sie wieder spüren, wie sich der Bauch bewegt. Entspannen Sie über die Hüftgelenke. Lassen Sie den Rücken sich dehnen und strecken. Und dann heben wir wieder den Kopf und vielleicht beugen Sie das Bein etwas und kommen mit dem Kinn nach vorne langsam wieder hoch, Bein wieder strecken, Brustkorb nach vorne beugen, Arme hängen lassen. Und dann drehen wir den rechten Fuß wieder nach vorne, den linken Fuß wieder gerade stellen.
Lassen Sie den Atem kommen und gehen. Versuchen Sie in der Grätschstellung zu bleiben, die Füße parallel. Und jetzt das Steißbein eher etwas hinunter, hineinziehen, sodass wir gerade werden im unteren Rücken. Also jetzt keine konkave Position im Rücken, sondern Becken kippen und den Brustkorb heben. Und dann machen wir die andere Seite. Wir stellen den linken Fuß ganz nach außen in die linke Richtung. Wir heben die rechte Ferse und in etwa eine Vierteldrehung nach außen stellen, so dass wir mit dem Oberkörper jetzt wieder gut in die linke Richtung uns aufdrehen. Mit der Einatmung die Arme hochnehmen, gut dehnen und strecken. Wir spüren die konkave Richtung in unserer Wirbelsäule. Brustkorb nach vorne, Kinn hoch. Auch die Füße spüren wir wieder bewusst, fest am Boden. Die Kniescheiben fassen und halten und nach vorne kommen, bis wir in etwa parallel zum Boden sind. Versuchen zu ziehen, nach vorne schauen und wir dehnen jetzt über die rechte Seite und dann lassen wir uns nach vorne hinunterkommen, wieder dorthin, wo es heute und jetzt stimmt. Das kann auch auf dem Bein sein, das linke Bein kann sich beugen, das kann auch auf dem Fußgelenk sein oder auch wieder auf den Händen. Am besten ist es, wenn das Bein gestreckt ist, sowohl das hintere wie das vordere. Aber machen Sie jetzt einfach so, wie Sie heute und jetzt das können. Lassen Sie dann den Kopf hängen und atmen Sie bewusst ein und aus. Lassen Sie die Dehnung zu, über den Rücken, über die Hüftgelenke loslassen. Der Bauch bewegt sich mit jedem Atemzug. Und mit der Einatmung beugen wir das Bein und kommen langsam wieder hoch. Dehnen und strecken uns noch einmal, Brustkorb nach vorne, Kinn hoch. Und mit der Ausatmung lassen wir die Arme sinken. Wir halten die Stellung noch inne. Und langsam drehen wir uns nach vorne. Linker Fuß, rechter Fuß wieder parallel stellen. Wir schließen die Beine hüftbreit und lassen den Atem kommen und gehen.
Wir stehen wieder ganz gerade mit der ganzen Fußsohle auf beiden Seiten am Boden verwurzelt, die Knie locker und durchlässig. Die können nur ganz leicht gebeugt sein, aber nicht ganz durchgestreckt. Dann haben wir das Becken, das wir etwas nach hinten fallen lassen. Den Bauch strecken wir, den Brustkorb heben, die Schultern hängen lassen. Und dann wachsen wir auch noch einmal bewusst im Hals auf jeder Seite, die linke Seite des Halses, die rechte Halsseite, vorne und hinten. Wir stehen ganz ausgewachsen, ganz präsent. Wir nehmen noch einmal die Arme hoch, Handflächen zu Handfläche, dehnen und strecken uns aus dem Becken, Schambein nach vorne, Beckenrand nach hinten, ziehen, ziehen und mit einer Ausatmung die Hände. Noch einmal gut die Hände aneinander drücken und ein paar Mal durchatmen. Sehr gut. Und dann lassen wir los und wir legen uns wieder auf die weiche Matte und entspannen. Wir nehmen dann die Knie hoch zum Brustkorb und rollen seitwärts über den Rücken, locker und entspannt. Lassen Sie die Knie locker auseinandergehen oder auch wieder zusammen. Ein bisschen näher, ein bisschen weiter vom Brustkorb, sodass Sie eine leichte Massage im Rücken spüren. Auch der Kopf rollt über den Hinterkopf von der einen Seite zur anderen. Kommen Sie dann in die Mitte zurück, stellen Sie die Füße vor das Gesäß
Legen Sie die Arme seitwärts aus, auf Schulterhöhe. Lassen Sie die Beine ausgleiten. Die Beine schließen und dann stellen wir den rechten Fuß auf das linke Knie. Und mit der Einatmung lassen wir das Knie nach links sinken und den Kopf nach rechts. Entspannen Sie über die rechte Schulter. Der rechte Arm kann noch ein bisschen nach unten sinken, so dass es Ihnen angenehm ist. Lassen Sie die Dehnung über die ganze rechte Seite zu. Und mit der Einatmung kommen wir zurück. Beine schließen. Abatmen vielleicht. Wir stellen dann den linken Fuß auf das rechte Knie und mit der Einatmung das Knie nach rechts sinken lassen, den Kopf nach links, den linken Arm sinken lassen. Lassen Sie los über das linke Hüftgelenk. Über die linke Schulter. Lassen Sie die Dehnung zu über die ganze linke Seite. Und kommen Sie wieder zurück. Am besten einatmen, beide Beine wieder ablegen, abatmen. Und gleich noch einmal. Rechter Fuß auf linkes Knie. Einatmen, Knie nach unten und Kopf. Also Knie nach links, Kopf nach rechts. Entspannen. Einatmen, wieder zurückkommen auf den Rücken, Beine schließen. Und ein letztes Mal, linker Fuß auf rechtes Knie, einatmen, Knie nach rechts, Kopf nach links, sinken lassen. Und langsam zurückkommen in die Mitte. Wir stellen beide Füße vor das Gesäß.
Nehmen noch einmal die Knie hoch, haltet diesmal die Knie und den Kopf zu den Knien bringen. Die Zehen zu den Knien bringen. Mit beiden Händen den Kopf halten. Noch einmal kurz die Beine dehnen und strecken nach oben. Und dann die Füße vor das Gesäß. Halten Sie den Kopf doch etwas. Entspannen wir hinter am Rücken, am Nacken. Und dann legen wir den Kopf mit langem Hals, langem Nacken ab. Die Arme neben den Körper, Handinnenseite nach oben. Die Beine ausgleiten lassen, hüftbreit. Die Füße zur Seite sinken lassen. Und dann kommen wir in die Entspannung. Sie wollen sich vielleicht etwas zudecken, dann machen Sie das. Und mit jeder Ausatmung lassen Sie Ihren Körper noch einmal los, bewusst. Entspannen die unteren Beine. Entspannen die oberen Beine. Mit dem Becken, dem Gesäß. Lassen Sie die ganzen Beine zurücksinken in die Matte. Lösen und entspannen Sie den unteren Rücken. Lösen und entspannen Sie den oberen Rücken. Lassen Sie die rechte Hand mit allen rechten Fingern los. Spannen Sie den unteren Arm, den oberen Arm, die rechte Schulter. Entspannen Sie den ganzen rechten Arm. Bringen Sie die Aufmerksamkeit zur linken Hand. Lassen Sie sie los mit allen linken Fingern.
Entspannen Sie den linken Unterarm, den linken Oberarm, die linke Schulter, den ganzen linken Arm. Lassen Sie beide Arme, beide Schultern los. Entspannen Sie über den Nacken, den Hinterkopf, die Schädeldecke, die Stirn. Wir entspannen das rechte Auge, das linke Auge, beide Augen von tief innen. Entspannen Sie die Wangen, die Oberlippe, die obere, die untere Lippe. Auch die Zunge löst. Lassen Sie alle Gesichtszüge los. Der Hals ist durchlässig und entspannt. Wir spüren den Brustkorb und die Bauchdecke sich heben und senken mit jedem Atemzug. Wir lassen uns beatmen, ohne etwas dazu tun zu müssen, werden wir beatmet. Lassen Sie los. Om Datta Itmahi Atri Putraya Tanno Datta Prachodayat. Shanti, Shanti, Shanti.
Beginn der nächsten Atemzüge atmen wir tief ein und aus. Wir beginnen wieder mit den Fingern und den Zehen uns zu bewegen und zu spüren. Und rollen uns dann langsam auf die eine Seite. Öffnen Sie die Augen und setzen Sie sich bitte auf. Wir singen zum Beenden dreimal zusammen. Ich wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit und freue mich, Sie das nächste Mal wieder zu sehen. Auf Wiedersehen.